Hallo, heute werden wir gemeinsam ein Ameisennest aus Siton bauen. Wofür ich dieses Nest baue, erfährst du im Laufe des Videos. Also bleib dran. Hallo und herzlich willkommen auf Atlantis, euer Ameisenkanal. Das Siton-Nest, was ich heute bauen werde, ist nicht aufwendig gestaltet. Dadurch kann das Nest mit weniger Werkzeugen nachgebaut werden. Wenn du zum ersten Mal auf diesem Kanal bist, abonniere es, um nichts mehr zu verpassen. Zu Beginn zeige ich euch, was für Werkzeug benötigt wird, um diesen Siton-Nest zu bauen. Ich benötige Schlitzschraubendreher, es müssen keine neuen Schraubendreher sein. Verschiedene Stechbeitel, diese müssen ebenfalls nicht neu sein. Zum Anzeichnen benötige ich einen Anschlagwinkel, einen Gliedermaßstab und einen Bleistift. Je nach Bauweise benötige ich verschiedene Bohrer. Um den Sitonstein passend zu schneiden, benötige ich eine Säge. Für die Bohrarbeiten wird ein Akkuschrauber gebraucht. Es kann auch verschiedene Werkzeuge benutzt werden. Ich möchte es aber so einfach wie möglich halten. Die verwendeten Werkzeuge habe ich in der Videobeschreibung aufgelistet. Jetzt beginne ich mit dem Bau des Siton-Nests. Es wird ein Sitonstein benötigt. Dies muss zurechtgeschnitten werden. Ich benutze für meine Nester üblicherweise Sitonsteine mit einer Dicke von 5 cm. In diesem Fall habe ich einen Sitonstein mit einer Dicke von 11 cm. Das bedeutet, dass ich mehr schneiden muss, da mein Nest 5 cm breit werden soll. Ich werde jetzt das Nest anzeichnen und es aus dem Sitonstein herausschneiden. Die Plexiglasscheibe für das Nest ist 14,5 cm lang und 9,5 cm breit. Ich möchte am Siton-Nest einen Rand haben. Das bedeutet, dass ich 16,5 cm lang und 11,5 cm breit anzeichnen muss. Nachdem ich das angezeichnet habe, werde ich es mit einer Säge herausschneiden. Die verwendeten Materialien habe ich in der Videobeschreibung aufgelistet. Das Siton-Nest, was ich heute bauen werde, ist für meine Camponotus nicobarensis Kolonie. So sieht das aus, nachdem ich das Nest aus dem Sitonstein herausgeschnitten habe. Das Nest hat jetzt eine Länge von 16,5 cm und eine Breite von 11,5 cm. Die Dicke ist 5 cm. Wir zeichnen die Position der Plexiglasscheibe ein. Anschließend werde ich eine Schicht herausnehmen. Diese Schicht muss so tief sein wie die Plexiglasscheibe. Die erste Schicht ist jetzt abgetragen worden. Man sieht die Vertiefung für die Plexiglasscheibe. Bevor es weitergeht, schaue ich nach, ob die Scheibe richtig sitzt. Die Oberfläche ist ungerade, daher muss ich es noch bearbeiten.
Jetzt sieht es gut aus. Die Scheibe passt genau rein und wackelt nicht. Als nächstes werde ich die Kammern anzeichnen. Für dieses Nest habe ich eine große, eine kleine Kammer und einen Wassertank geplant. Jetzt werde ich die Kammern abtragen sowie zwei Ein- und Ausgänge reinbohren. Die zwei Ein- und Ausgänge werden einen Durchmesser von 16 mm haben. Die Kammern, die Ein- und Ausgänge sind fertiggestellt worden. Als nächstes werde ich mit dem Schmirgelpapier die Ecken etwas abrunden. Dadurch sieht das Ameisennest optisch besser aus. Die Ecken wurden abgerundet und so sieht das Nest jetzt aus. Bevor ich das Nest anstreichen kann, muss ich es auswaschen. Dadurch kann die Farbe besser halten. Wenn dieser Feinstaub im Nest zurückbleibt, kann es für die Ameisen gefährlich werden. Auch wenn ich das Nest nicht anstreichen möchte, muss ich es trotzdem auswaschen. Man kann den Staub mit Druckluft ausblasen, ich finde es aber nicht so gut. Wenn du Fragen oder Verbesserungsvorschläge hast, schreib es in den Kommentaren. Für den Anstrich habe ich mich für eine natürliche Variante entschieden. Das Nest wird mit einer Mischung aus Sand, Lehm und Erde angestrichen. Dies ist keine richtige Farbe, aber dadurch bekommt das Nest einen schönen Effekt. Diesen Effekt entsteht durch das Zusetzen der Poren am Ytong-Nest. Jetzt beginne ich mit dem Nestanstrich und nach dem Nestanstrich werde ich es trocknen lassen. Das Nest ist getrocknet. Ich entferne jetzt mit einem Pinsel das überschüssige Material. Was jetzt noch fehlt, ist die Plexiglasscheibe. Diese habe ich zuvor bearbeitet. Ich habe die Löcher für die Befestigung und für den Wassertank hineingebohrt. Bevor ich die Plexiglasscheibe draufsetzen kann, muss ich noch im Wassertank einen Schwamm hineinlegen. Durch den Schwamm kann man besser die Feuchtigkeit im Nest regulieren. Jetzt kann ich die Plexiglasscheibe befestigen. Das Ytong-Nest ist nun fertiggestellt. So sieht das Ganze aus. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Über ein Abo oder Like freue ich mich sehr. Ciao, euer Antlantis.